Wenn deine improvisierten Soli wie Tonleiterübungen klingen, dann ist das hier genau das richtige Video für dich. Kennst du das? Du hast fleißig Skalen geübt, rauf und runter und theoretisch machst du alles richtig, aber wenn du dann anfängst, ein Solo zu improvisieren, dann klingt es einfach nicht nach Musik, sondern es klingt eher wie so eine Übung, aneinandergereihte Tonleitern. Es plätschert so dahin, ohne Idee, Rhythmik und diesen Solo-Wow-Effekt. In diesem Video zeige ich dir genau, warum deine Soli immer noch nach Übungsraum klingen und wie wir das in den nächsten paar Minuten komplett ändern können. Wir knacken quasi den Code, wie aus normalen Noten endlich echte, berührende Musik entsteht. Bleib also dran, denn am Ende wirst du deine eigenen Improvisationen nicht mehr wiedererkennen. Punkt Nummer 1. Die Tonleiterautobahn verlassen. Das Pausengeheimnis. Der häufigste Fehler bei Hobbymusikern und Amateuren ist die Annahme, dass sie, wenn sie ein Solo spielen, jede Lücke mit Tönen füllen müssen. Das muss man eben nicht. Dadurch klingt das Solo nämlich meistens atemlos, mechanisch. Ein musikalisches Solo lebt total von den Pausen, die man macht. Und du kannst mal probieren beim Spielen einfach mal, wenn du eine Phrase beendest, den letzten Ton verklingen lassen und dann dir ein bisschen Zeit zu geben zum Atmen, zum Denken, zum Überlegen, was habe ich denn gerade gespielt. Und dadurch bekommt die nächste Phrase viel mehr Gewicht, wenn da eben eine Lücke war. Und du hast auch viel mehr Zeit, darüber nachzudenken, was hast du denn gerade gemacht? Will ich das nochmal spielen? Will ich dieses Motiv vielleicht ein bisschen verändern? Also du gibst dir ein bisschen mehr Raum, um ein interessanteres Solo zu spielen. Ich spiele jetzt mal ein Negativbeispiel vor. Ich werde mit einer Tonleiter improvisieren über ein Stück und ich lasse mal überhaupt keine Pausen. Und dann könnt ihr mal hören, wie das klingt. Danach mache ich das gleiche nochmal mit der Tonleiter, lasse aber einfach mal ein paar Pausen zwischendrin. Die Sachen, die ich spiele, die Phrasen sind nicht anders, aber nur durch diese Pausen klingt es schon viel interessanter. Und so weiter. Ne? Man merkt direkt, wenn man zwischendrin immer mal ein bisschen stoppt und ja, dem Zuhörer und sich selbst auch ein bisschen Zeit gibt, um ja, das zu verarbeiten, was man gerade gehört hat, dann wird das ganze Ding automatisch interessanter, obwohl ich das Material, was ich gespielt habe, überhaupt nicht geändert habe. Ne? Ich habe einfach ganz stur mit einer Tonleiter hoch und runter gespielt, habe einfach nur zwischendrin Pausen gemacht. Das war Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2 ist es, diese rhythmische Monotonie, die man oft im Solo hat, zu durchbrechen und ein bisschen mehr mit Rhythmen zu variieren. Wenn man Amateure spielen hört beim Improvisieren, dann ist es oft so, die haben so 2, 3 kleine Rhythmus-Patterns, nenne ich das mal, und die wiederholen sich ständig. Also es gibt nicht viel Auswahl an verschiedenen Rhythmen. Es gibt dann vielleicht eine Sache, ja, das ist jetzt immer ein da, 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 immer dasselbe. Ja? Wenn du Profimusiker hörst, die haben ein riesen Repertoire an verschiedenen Rhythmen und variieren ständig. Und auch nicht nur, sagen wir mal, in dieser Achtelrhythmik, sondern sie spielen zum Beispiel im Solo manchmal lange Töne und dann kommt wieder mal ein schneller Teil, dann wird wieder eine schnelle Phrase gespielt, dann gibt es vielleicht eine Synkope, ne? Und das immer im Wechsel. Und das macht ein Solo auch sehr interessant, vor allem die Rhythmik, wenn die Rhythmik sich ändert. Ich werde jetzt auch mal ein Beispiel machen. Am Anfang spiele ich mal immer dieselbe Rhythmik oder spiele gar keine Rhythmik, spiele einfach nur Achteltöne, so Achtelnoten. Und dann fange ich mal an, ein paar verschiedene Rhythmen reinzuspielen und ihr könnt mal hören, was da der Unterschied ist, ob das sich interessanter anhört.
Ne? Viel Variation in der Rhythmik, langsame Sachen, lange Noten, schnelle Teile zwischendrin. Und dann gibt es so ein bisschen eine Abwechslung und wird dadurch viel interessanter. Da ist jetzt noch gar nicht, da habe ich jetzt noch gar nicht darauf geachtet, dass das Material besonders interessant ist, also die Noten, die ich spiele. Einfach nur durch die Rhythmik wird es schon interessanter. Okay, wenn du das Gefühl hast, dir fehlen die richtigen Bausteine, um ein Solo zu improvisieren, dann habe ich jetzt ein kleines kostenloses E-Book für dich zum Herunterladen. Das heißt, in 20 Schritten zur Jazz-Improvisation ist einfach so ein kleiner Leitfaden, ein Ratgeber, welche Schritte man gehen kann, um später besser über Akkorde spielen zu lernen und so weiter. Ne? Das kannst du dir kostenlos hier unten runterladen. Unten in der Beschreibung findest du den Link. Kannst es ausdrucken und kannst ein bisschen damit arbeiten. Und vielleicht bringt dich das auf neue Ideen, wie du besser über Akkorde spielen lernst und auch ein schönes Solo spielen lernst. Punkt Nummer 2, da ging es eben um die Rhythmik, die man variieren soll. Jetzt in Punkt Nummer 3 geht es ein bisschen darum, dass man beim Improvisieren auch eine kleine Geschichte erzählen soll, damit es schön klingt. Ja? Diese typischen Übungssolos, die man oft hört, die fangen laut an, die sind in der Mitte laut und am Schluss hören sie laut auf. Also es passiert dynamisch schon mal gar nichts. Ein musikalisches Solo dagegen, da geht es immer darum, dass man irgendwie eine Entwicklung darin hört. Ja? Also man sagt auch, man erzählt eine Geschichte, wenn man ein Solo spielt. Zum Beispiel kann man das machen, indem man, wenn man viel Zeit hat im Solo, dass man erstmal ganz allmählich sich steigert. Also man beginnt erstmal ruhig, unten mit langen Tönen, bisschen leiser auch. Ne? Und dann im Laufe des Solos wird es ein bisschen mehr, es kommen mehr Töne, schnellere Phrasen, es geht ein bisschen in der Tonhöhe nach oben, es steigert sich eben. Ne? Und dann kann es sein, dass irgendwann nach dem Peak oben, dass es auch wieder ein bisschen abflacht und gegen Ende des Solos wird es wieder ruhiger. Ne? Das ist so eigentlich so ein typischer Verlauf für ein Jazz-Solo. Ich mache mal ein Beispiel. Ich werde jetzt mal ganz entspannt anfangen, lass mir viel Zeit, spiele eher lange Noten mit vielen Pausen und dann steigere ich das ein bisschen und am Schluss gehe ich wieder ein bisschen nach unten. Also viel Dynamik ist da jetzt im Solo. Ich mache das natürlich nicht ewig lange, wir haben ja keine Zeit, ich mache das relativ schnell. Ihr könnt aber mal darauf achten, was da passiert. Ja? Ich habe jetzt probiert, es mal in kurzer Zeit zu simulieren. Ne? Normalerweise hat man viel länger Zeit, einen Spannungsbogen aufzubauen in einem Solo, wenn man Jazz spielt. Vielleicht ein paar Chore lang, 3 Minuten lang. Ne? Das war jetzt nur so kurz, eine Kurzversion davon. Das war Punkt 3, da ging es darum, eine kleine Geschichte zu erzählen im Solo. In Punkt 4 geht es darum, ein bisschen mehr zu artikulieren, phrasieren. Die einzelnen Phrasen oder die Töne, die man spielt, eben interessanter zu spielen und nicht nur alles Legato zu spielen. Ja? Was passiert, wenn man immer nur Legato spielt? Also ich mache jetzt immer nur Achtelnoten und spiele immer nur Legato, also ich binde die alle. Das wird relativ schnell ziemlich langweilig. Ne? Man hört dann nicht mehr hin, weil es alles gleich klingt. Artikulation oder Phrasierung bedeutet, ich suche mir Töne raus, die ich ein bisschen mehr betone. Ich mache vielleicht mit der Zunge mehr, ich stoße mehr an. Ne? Wenn ich zum Beispiel eine Phrase habe mit 4 Achtelnoten, ich kann die Legato spielen, ich kann aber auch alle Staccato spielen. Ja? Ich kann verschiedene Bindungen machen, ich kann 2 Töne binden, 2 stoßen. Ja,
Ich kann diese Jazz-Phrasierung machen, ta, taha, taha. Und schon wird das Ganze viel lebendiger beim Spielen. Ich mache dazu auch mal ein Beispiel. Ich werde erst ein Stück immer alles Legato spielen und dann fange ich mal an. Ich mache es wieder einfach mit einem Tonleiter-Solo im Prinzip. Und dann fange ich mal an, ein bisschen diese Tonleiter ein bisschen interessanter mit Artikulation zu spielen und Phrasierung. Einfach nur dadurch, dass ich manche Töne lauter spiele und ein bisschen mehr anstoße, betone und die anderen eben nicht so viel, wird das Ganze viel lebendiger, ja, das Solo. Du kannst das machen, du nimmst dir eine Phrase, eine einfache Phrase mit ein paar Tönen, ja, ein Stück Tonleiter und dann checkst du einfach mal aus, wie viele verschiedene Möglichkeiten habe ich, diese 5 Töne da zu spielen. Wo kann ich stoßen, wo kann ich binden, klingt jedes Mal anders. Ja, die gleiche Phrase kann man auf 10 verschiedene Arten spielen, wahrscheinlich noch viele mehr, ja, als nur 10. Du siehst also, es gibt sehr viele Arten, wie man ein Solo interessanter machen kann. Jetzt mal abgesehen von den Tönen, die ich spiele, einfach nur durch die Art, wie ich darüber denke, bestimmte Phrasen zu spielen. Ne? Also es ist gar nicht so schwer. Probier das alles mal aus. Ich hoffe, das hat dir ein bisschen was gegeben, das Video. Es würde mich sehr freuen, wenn du mir ein Like gibst. Und wenn du diesen Channel noch nicht abonniert hast, dann mach das jetzt bitte. Ich warte so lange. So. Unten ist der Knopf, ne? Einfach draufklicken. Das hilft mir sehr weiter, wenn du abonnierst. Dann werden meine Videos besser gefunden und mehr Leuten vorgeschlagen. Gut, vielen Dank fürs Abonnieren und fürs Liken. Wenn dich die Improvisation über Funk und Pop interessiert, dann solltest du vielleicht das nächste Video hier dir anschauen. Da geht es um die Pentatonik und was man alles damit anstellen kann. Und es ist relativ einfach zu spielen, aber es klingt total cool, mit Pentatonik zu improvisieren. Ist tatsächlich sehr, sehr einfach und effektiv, würde ich mal sagen. Ja? Gut, dann Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns bald im nächsten Video. Mach's gut. Ciao.